Heute möchte ich diese Ziegelform mal wieder neu dekorieren. Hierfür habe ich dieses Silber, ich kann mir jetzt aber nicht mit Silberdrahtgras oder wie das einfach heißt, auch eine kleine grüne Pflanze und die Erika. Die Erika, genau, die nehme ich jetzt mal aus dem Topf heraus, weil im Topf ist sie einfach zu hoch, wenn ich es jetzt hier einfach dekorieren möchte. Dann habe ich noch hier eine Plastiktüte, weil ich ja immer gerne die Sachen schone, um sie oft verwenden zu können. Das heißt, hier mache ich eine Plastiktüte unten drunter, weil natürlich die Blumen, wie gesagt, die Erika, die bringen alle Feuchtigkeit mit und das ist einfach für das Holz einfach nicht so gut. Hier nochmal die Kamera ein bisschen höher. So. Also dann habe ich hier dieses silbrigen Gras, mache ich das genauso. Kommt auch hier rein, da ich ein bisschen Platz habe mittendrin. Wenn es nicht so kritisch aussieht, werde ich hier einen kleinen Grün da reinstecken, mitten rein. Und den auch so ein bisschen auseinander falten oder machen. Und dann habe ich noch ein bisschen Moos und das werde ich jetzt hier noch so da reinstecken. So an den Rand. Das ist schon ein bisschen getrocknet, das heißt, da kann ruhig das Holz berühren, das stört mich dann nicht so. Das soll einfach die Erde abdecken oder auch diese Plastiktüte, damit es ringsum einfach schön grün aussieht. So könnte man das einfach schon lassen als Dekoration, wenn man möchte. Und das geht, keine Ahnung, ob man es vorne an die Haustür stellt, also an den Hauseingang oder auf die Terrasse auf dem Tisch, wäre das schon hübsch. Aber wir suchen uns noch ein bisschen mehr Herbst für den Kasten. So, und für das mehr Herbst habe ich jetzt einmal so ein paar Kastanien in Hülle habe ich mal mitgebracht. Noch ein paar Zapfen. Und wie ihr seht, außer der Erika und den 2 Pflanzen habe ich jetzt einfach hier 2 Lärchenzweige zugesteckt. Eine Kastanie noch in ihrer Hülle und eine Hortensie, bei der so schön ist, dass sie genauso abtrocknet, wie sie jetzt aussieht. Die ist jetzt frisch abgeschnitten, aber die wird im trockenen Zustand auch so ähnlich aussehen. Schon sieht die eine Seite richtig dekorativ, hübsch und ein bisschen leichter aus, als wenn sie jetzt nur bepflanzt wäre. Jetzt ist die andere Seite dran. Hier habe ich jetzt Moos reingemacht. Hier haben wir die Lärchenzweige, die kleinen Tannenzweige. Schon ist die Seite auch richtig schön geworden. Ihr seht, mit ganz einfachen Naturmaterialien kann man das ganz schnell aufpimpen und es sieht einfach nach viel, viel mehr aus und es wirkt viel lockerer. Also einfach ein bisschen Moos, guckt in euren Garten beim Nachbarn oder einfach im Wald, da findet man immer ein bisschen Moos und ein paar Tannenzapfen und schon habt ihr eine ganz andere Ausstrahlung von eurer Dekoration. Viel Spaß beim Nachbasteln, macht's gut, tschüss!